Hallo und herzlich willkommen beim Deutschlernen-Podcast. Ich bin Anna. Heute sprechen wir über etwas, das fast jeder kennt, aber kaum jemand laut sagt: die Angst zu sprechen. Ich bin Max und ich sage euch gleich, ihr seid nicht allein damit. Wirklich nicht. Bevor wir anfangen, ich möchte euch etwas Persönliches erzählen. Ich lerne auch Sprachen und ich erinnere mich noch genau an den Moment, wo ich dachte, ich kenne doch die Wörter, warum kommt nichts raus? Der Mund macht einfach zu. Genau das ist das Thema heute. Nicht Grammatik, nicht Vokabeln, sondern dieser eine Feind im Kopf. Viele Lernende denken, wenn ich B2 erreiche, bin ich frei. Aber dann kommt der Moment, ein Telefonat, eine neue Person, ein wichtiges Gespräch und plötzlich ist alles weg. Das Herz klopft, die Hände schwitzen, der Kopf ist leer. Das ist kein Versagen, das ist Biologie. Unser Gehirn schaltet in den Stressmodus. Auf Deutsch Kampf oder Flucht. Und in diesem Moment ist Sprechen das Letzte, was das Gehirn gut findet. Es gibt noch etwas, das viele nicht wissen. Wir beurteilen uns selbst viel strenger, als andere uns beurteilen. Die Menschen um uns herum bemerken kleine Fehler oft gar nicht. Genau. Und weißt du was? Viele Muttersprachler finden zu perfektes Deutsch sogar ein bisschen unnatürlich. Ein leichter Akzent, ein kleiner Fehler, das macht dich menschlich. Und noch ein wichtiger Punkt. Kommunikation ist nicht deine alleinige Verantwortung. Wenn jemand dich nicht versteht, liegt das auch am Gespräch selbst. Beide Seiten sind verantwortlich. Wir haben heute eine kleine Struktur mitgebracht. 4 Schritte, vom Schreiben bis zum echten Gespräch. Kein Druck, kein Wettbewerb, nur dein eigenes Tempo. Schritt 1. Schreiben. Fang mit Chats oder Kommentaren an. Dort hast du Zeit nachzudenken. Du kannst ein Wörterbuch nutzen, du kannst nachbessern. Das ist völlig okay. Schritt 2. Selbstgespräche. Sprich laut mit dir selbst, wenn du allein bist. Beim Kochen, beim Aufräumen, beim Spazierengehen. So, jetzt mache ich Kaffee. Ich nehme die Tasse. Oh, wo ist der Löffel? Das klingt komisch, ich weiß. Aber dein Gehirn lernt dabei. Deutsch sprechen ist sicher. Es passiert nichts Schlimmes. Irgendwann denkst du auf Deutsch, ohne Übersetzen. Schritt 3. Sprachnachrichten. Schick deinem Lernpartner eine kurze Sprachnachricht auf Deutsch. Das fühlt sich wie ein Gespräch an, aber du hast keine Angst vor einer sofortigen Antwort. Und Schritt 4. Kurze, echte Gespräche. 1 bis 2 Minuten. In einer Situation, die sich sicher anfühlt. Zum Beispiel eine Bestellung im Café, eine Frage im Supermarkt. Klein, aber echt. Und jetzt kommen unsere Lieblingstipps. Der erste, die 70%-Regel. Du musst nicht perfekt sprechen, du musst nur verstanden werden. 70% reichen, wirklich. Wenn jemand dich versteht, hast du gewonnen. Ich denke immer an Kinder. Ein Kind sagt, ich will Eis bitte. Vielleicht mit Fehler, vielleicht mit Akzent, aber es bekommt sein Eis. Das ist Kommunikation. Das ist Erfolg. Perfektionismus ist der größte Feind des Sprechens. Lass ihn los. 70% bringen dich weiter als Schweigen. Jetzt kommt ein Tipp, den viele nicht kennen. Er heißt Shadowing, auf Deutsch mitschattieren. Was bedeutet das genau? Du nimmst ein Audio oder ein Video mit einem deutschen Sprecher, jemanden, dessen Stimme und Akzent dir gefallen. Und du sprichst gleichzeitig mit, Wort für Wort, wie ein Schatten. Du kopierst nicht nur die Wörter, du kopierst den Rhythmus, die Melodie, die Pausen. Und wenn du dich aufnimmst und dann vergleichst, das ist unglaublich lehrreich. Dein Mund gewöhnt sich an die Bewegungen, dein Gehirn gewöhnt sich an den Klang. Und irgendwann fühlt es sich normal an. Mein Lieblingstipp kommt aus der Schauspielerei und der Psychologie. Stell dir vor, du bist ein Schauspieler. Du spielst eine Figur, nennen wir sie Klaus oder Maria. Diese Figur hat kein Problem mit Deutsch. Sie ist mutig. Sie macht Fehler und lacht darüber. Wenn du eine Rolle spielst, bist du nicht mehr du. Die Angst gehört dann der Figur und die Figur ist mutig. In der Psychologie nennt man das Ego-Detachment. Du trennst dich von deinem Ego. Gib deiner Figur einen Namen und wenn du nervös wirst, frag dich, was würde Klaus jetzt sagen? Probier es aus. Es klingt verrückt, aber es funktioniert.
Ich hatte mal Anna auf Russisch und Anna auf Deutsch. Die deutsche Anna war viel entspannter. Und jetzt unser mutigster Tipp, die Fehler-Challenge. Mach absichtlich einen kleinen Fehler, bewusst, und schau, was passiert. Zum Beispiel, ich habe gestern gegessen Pizza. Falsche Wortstellung. Lacht jemand? Versteht die Person dich nicht mehr? Passiert etwas Schlimmes? Meistens passiert gar nichts. Die Person antwortet ganz normal. Und dein Gehirn lernt, ein Fehler ist kein Notfall. Dein Nervensystem braucht Beweise. Und diese Beweise kommen nur durch Erfahrung, nicht durch Nachdenken. Ich möchte euch jetzt von echten Menschen erzählen. Menschen, die den Durchbruch erlebt haben, oft in einem unerwarteten Moment. Es gibt eine Geschichte über eine Frau, die in England lebte. Am Flughafen hat man ihr den falschen Koffer gegeben. Sie war so aufgeregt, so gestresst, und plötzlich hat sie auf Englisch angefangen zu erklären. Schnell, direkt, ohne Nachdenken. Und danach hat sie gemerkt, sie hat in der Sprache gedacht, nicht übersetzt, einfach gedacht. Der Stress hat das Gehirn gezwungen, sich auf das Problem zu konzentrieren und nicht auf die Angst. Eine andere Person hat den Durchbruch bei einer Konferenz erlebt. Das Thema war so wichtig für sie, so nah am Herzen, dass der Wunsch zu sprechen stärker war als die Angst. Das ist der Schlüssel. Wenn das Thema wichtig genug ist, verschwindet die Angst. Und genau deshalb sollst du über Dinge sprechen, die dir wirklich wichtig sind. Noch ein paar praktische Tipps direkt für den Moment des Gesprächs. Erstens, Pausen sind okay. Du musst nicht sofort antworten. Nimm dir 3 Sekunden. Das fühlt sich für dich lang an, aber für den anderen kaum. Zweitens, frag nach. Kannst du das bitte langsamer sagen oder wie meint ihr das? Das ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist ein Zeichen von gutem Kommunikationswillen. Und drittens, wenn du ein Wort vergessen hast, beschreib es. Das Ding, das man morgens trinkt. Heiß, schwarz. Muttersprachler machen das auch. Immer. Jetzt möchte ich kurz ehrlich sein. Sprachangst ist manchmal tiefer als Sprache. Sie kommt aus Erfahrungen. Vielleicht hat jemand früher über deinen Akzent gelacht. Vielleicht warst du in einer Situation, wo du dich klein gefühlt hast. Das ist real. Der Kick, also der Mut, wirklich loszulegen, kommt oft durchs Leben. Aber manchmal können wir nicht warten. Deshalb schaffen wir uns selbst sichere Räume. Ein Lernpartner, dem du vertraust. Eine kleine Online-Gruppe. Ein Tagebuch auf Deutsch. Oder sogar du belohnst dich selbst nach jedem Gespräch. Ein kleines Ritual. Ein Stück Schokolade. Ein Spaziergang. Dein Gehirn beginnt dann, Deutsch mit etwas Gutem zu verbinden. Nicht mit Angst, sondern mit Stolz. Fang klein an. 1 Satz pro Tag. Eine Frage im Supermarkt. Ein Kommentar online. Jeder kleine Schritt zählt. Jeder. Also, kurze Zusammenfassung für heute. Erstens, die 70%-Regel. Kommunikation schlägt Perfektion. Zweitens, die 4 Schritte. Schreiben, Selbstgespräche, Sprachnachrichten, echte Gespräche. Drittens, Shadowing. Kopiere Rhythmus und Melodie von echten Sprechern. Viertens, die Rolle spielen. Sei jemand anderes und lass die Angst los. Und 5. die Fehler-Challenge. Beweise dir selbst, dass Fehler safe sind. Und das Wichtigste von allem. Du bist nicht kaputt. Du lernst. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn dieser Podcast dir heute geholfen hat, schreib uns. Wir lesen alles. Danke, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal und trau dich, heute einen Satz zu sagen. Nur einen. Tschüss. Tschüss.